conferences collide in Week 14 as the Seahawks face the Texans for just the 5th time. Get ready for Chapter 6, next on EA Sports. EA Sports coverage of the National Football League is on the air. They do it big here in Houston, and a second ago it was a Texas-sized welcome for their hometown guys. They're fired up and ready to go as they get set to match up with the Seattle Seahawks. With Charles Davis, as always, I'm Brandon Gaudin. And Charles, you talked about storylines in this one. I think it begins and ends with our two quarterbacks, certainly two of the best in the business. And nowadays, I don't think you can get by for long periods of time without a top-flight quarterback. The way the game is played, with all the responsibility he has and how the game flows through him, if he's not on the top of his game, your team's not going to benefit at all. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22. Und die nächste Woche steht an gegen Houston Texans. Und die stehen 6-6, also Sieg ist Pflicht, würde ich sagen. In his 10th year now in the NFL, Russell Wilson. Und mit dem Quarterback, den wir da gerade gesehen haben, sollten wir das eigentlich hinbekommen. Denn der gute Herr hat es ja schon geschafft, letzte Woche die 49ers zu besiegen. Also warum sollte er jetzt es nicht hinkriegen, die Texans zu besiegen? Und Henry Rux lässt den Ball droppen. Das ist schon mal kein guter Beginn. In den Drive. Das ärgert mich. Und da habe ich die Taste verwechselt und das ist Flag. Penalty. Pass Interference Defense, das nehme ich gerne. War mehr Glück, aber nehmen wir. Da sind wir jetzt an der 35-Yard-Line. Durch die Strafe und der Lauf war gar nichts. Das ist minus 1 Yard. Nicht gut. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Und da ist DK Metcalf. Der zeigt, warum wir uns nicht aufhalten lassen. 3. und 1. Nice methodical opening drive here. They're already into field goal range. They're in a good spot. You know that people like to take a shot in this part of the field, but at the same time, kommt Chris. 1 Yard wirst du ja wohl hinkriegen. Und das kriegt er hin. Neues First Down. And he is going to have a Seahawks first down as they're able to convert on 3rd and short yardage with a gain of 4. If you make the stop there, maybe you hold them to 3 on this opening drive. They didn't get the stop. Yeah, new set of downs now. Now you're worried about, just as you pointed out, not just giving up 3, possibly giving up 6. War kein extrem guter Lauf, aber es hat dazu gereicht, dass wir unser neues First Down hatten. Also von daher wollen wir uns nicht allzu sehr beschweren. Ja, machen wir mal das. Ja, die rechte Seite wird da dicht sein.
Können wir auf unseren Titan spielen, der die komplette linke Seite frei hat. Letzte Woche dann doch relativ spannendes Spiel gewesen bis zum Beginn der zweiten Halbzeit. Dann konnten wir das Spiel in unsere Richtung bringen durch einen Fumble. Hat sich dann immer mehr in unsere Richtung entwickelt, das Spiel. Also von daher, ich hoffe, dass wir es diese Woche nicht brauchen, schon erst im zweiten Viertel, sondern es früh genug hinbekommen, es auf unsere Seite zu ziehen, das Game. Weil mit 6-6 Texans sollte das eigentlich gut klappen und da sind wir fast in der Endzone. Und da nehmen wir dann ganz einfach nochmal dasselbe Play wie eben und lassen Chris Carson jetzt reinlaufen. Und da ist er, der Touchdown. Chris Carson. With touchdown number 8 on the year. And the Seahawks have taken a first quarter lead. Well, first quarter, maybe too early to talk about statement drives, Charles, but that sure seemed like a statement drive right there. Well, if we're going to talk about statement Guter Drive. I think what they're saying is Pass Interference hat geholfen, natürlich, klar. Aber ich glaube auch, dass wir es so geschafft hätten. Und Chris Carson verwandelt seinen 8. Touchdown in diesem Jahr, also relativ gut. Myers PAT ist auch gut, 7-0. 3:14 hat der Drive gedauert für 8 Plays. Können wir uns nicht beschweren. War ein guter Drive. So, das Ding fliegt. Und jetzt das erste Mal gleich die Texans in ihrer Offensive. Ehre, wem Ehre gebührt, auch diesen Quarterback lassen wir alleine reinkommen. Anytime anyone throws for over 300 yards in a game, you know their name is going to be considered for Offensive Player of the Week. And in the AFC last week, und da ist er, Deshaun Watson. Kein schlechter Quarterback, was die Qualitäten angeht. Mir geht es da jetzt gerade aktuell nur um die Qualitäten. Über das, was privat war, ist und was auch immer, ist mir egal. Das beurteilen andere Leute, nicht ich, denn ich habe davon überhaupt keine Ahnung von Rechtssystem und Rechtsprechung. Deswegen beurteile ich nur den Athleten Deshaun Watson und den hätte ich wirklich gerne als Ersatz bei den Seahawks gesehen für Wilson, aber leider ist er jetzt bei den Cleveland Browns. Klar, er hat ein Jahr jetzt nicht gespielt, man weiß nicht mehr, was er noch kann, was nicht. Aber ist trotzdem von der Qualität her, was dieser Mann aufs Feld bringt, nicht schlecht. Und von der Qualität her tut's weh, dass er nicht bei uns ist. Aber wie gesagt, man weiß halt auch nicht, was er noch imstande ist zu leisten. So, los geht's. Und bisher ist der Drive relativ gut für die Texans, was mir gar nicht gefällt. Und da zu früh auf Tackle gegangen mit Reed. Also gerade gefällt es mir überhaupt nicht. Das ist schon eher. So, jetzt müssen wir mal den Stopp fordern. Oder hinkriegen mit unserer Defense. Aber das wird extrem schwer. 3. und 5 jetzt schon wieder für die Texans.
Und da ist der Sack. Da ist der Sack von Deshaun Hand. Und 4. und 13 damit für die Texans. Und da kommt der Punt und wir haben den Turnover. So wie wir es uns vorgestellt haben. Und der geht in die Endzone, das heißt Touchback. Für uns. Und jetzt kommt wieder Wilson aufs Feld und hier sehen wir das NFC Playoffs Picture. Und ihr seht, wir sind aktuell die Division Leader mit 9-3. Die Rams in der Wildcard aktuell, genauso wie die 49ers in der Hand sind. Also für die ist das auch noch nicht durch. Also wir können hier mit 3 Teams gleichzeitig aus unserer Division in den Playoffs sein. So, Everett. Das müsste neues First Down geben. Ja, das gibt es auch. So. Da haben wir den guten Spielzug, aber erstes Quarter ist vorbei. After 1, 7-0 on EA Sports. Seahawk football here to start quarter number 2. As they've got it with a first and 10. So, und wir starten das Quarter mit einem Lauf, der relativ gut ist. 5 Läufe, 15 Yards, 1 Touchdown, 2003 für uns. Aktuell können wir uns nicht beklagen mit. So, und schön zu Rucks, neues First Down. Also bisher können wir uns hier wirklich gut durchsetzen. Passspiel funktioniert, Laufspiel funktioniert. Also alles, was wir wollen. Wieder fast ein neues First Down für uns. That's a staple of this offense. Drag route to the tight end. He's unable to use his size to break off much more yardage after the catch. Da ist Chris Carson. Schön, neues First Down. And here he'll be brought down a little shy of the 35 at the 36. For a lot of guys playing this game, there's no better feeling than running right through a tackle. He's able to lower his center of gravity and churn his legs for a really nice pickup. So from the 36 now, first and 10. Lass mal DK runterziehen. Here's Wilson. Und den hat DK Metcalf. Schön. 5 yards on the catch there, brings up second down. Well, if you do read man coverage, Brandon, the drag route's a pretty good one to Dann run sind wir beim against it because you're running 2. away und from 5. people on it. Die Zeit läuft und wir marschieren nach vorne. Jetzt mit dem Jet Sweep Henry Ruggs. Und da sind wir in der Endzone. Perfektes Play für uns, würde ich sagen. Langsam arbeiten wir uns hier nach vorne. Versuchen wir es mit einem Pass oder nicht? Ja, ich würde es mal versuchen. Einfach mal gucken, was passiert. Out Route, Tyler Lockett. Der läuft die Slant nach innen. Ja, und der kommt nicht. Aber so könnte das werden. Mit der Situation. Hot Route, Tyler Lockett, Slant. Now it's Wilson. The quick slant caught.
So. Dritter und Goal. Und jetzt kommt, glaube ich, der Touchdown für uns. So, Lockett, Slant, let's go. Und den hat DK Metcalf. Touchdown. DK Metcalf, his 5th touchdown now on the year. And the Seahawks find a way to stretch their lead. Well, it was 3rd and 1. I was expecting runs so much for that. Warum Beasley jetzt angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Aber okay, DK mit dem Touchdown fangen. Gerade noch den Ball wegbekommen, bevor Wilson eingekriegt hat. Und zack, los geht's, rein damit. 5. Touchdown in dieser Season für DK. Ist in Ordnung. Wir haben ja auch Henry Ruggs. Also wir haben ja genug Leute, die diese Dinger fangen können. Also von daher beschweren können wir uns da weniger. Und damit jetzt 14:0 und die Vorgabe mit dem Sieg aktuell erfüllen wir super. Also da gibt es kein Pardon. Also das machen wir wirklich extrem stark gerade. So now we get set to see Houston for their 2nd drive of the ball game. And they came into play here off 2 straight victories. Jetzt in diesem Drive musste schon Watson mal was zeigen, zumindest für die Texans. Für uns reicht es, wenn er das macht, was er eben gerade gemacht hat. Okay, hau rein. Wir sehen uns. Sometimes you do it like basketball teams that don't normally press. You put a press on, bring people to life, make them move a little bit quicker. Maybe that'll help them as they head towards the half. Und da gibt es kein Durch bei unserer Defense. 2. und 10, der Running Back. Der Running Back muss hinten bleiben. Haha, Glück, dass Sherman da noch ist. Jetzt sind wir in einer 2-Minute-Warning. Und hoffen, dass wir die Texans jetzt stoppen können. Nehmen uns mal Bobby. Das hätte eine Interception sein können. Wäre da nicht die Seitenauslinie. Ah, den haben sie. Danny Amendola mit dem Catch. So, wir nehmen uns Brooks. Da ist der Tight End komplett frei und das darf eigentlich gar nicht passieren. 2. und 7. Da kriegt er noch mal einen mit der Tight End. Aber er war wohl über die Linie hinaus. So. Und da gibt es den Sack von Elwoods. Und damit 2. und 20 für die Texans. Timeout der Texans. Also die Defense-Leistung hat mir gefallen. Wir haben alles abgedeckt, keine einzige Passroute zugelassen. Das war schön gemacht von uns. So, wir nehmen uns Bobby. Oh, und da wollte ich das Tackle setzen, aber
Da kommt er voran. Jetzt sind wir beim 3. und 4. Das war jetzt schlecht verteidigt von uns. Wollen wir mal das, was mit Bobby schaffen, jetzt irgendwie Interception zu vermeiden, oder wir machen es so mit Brooks. Aufgehalten, das neue First Down zu kriegen, und damit 4. und 4 und wird im Höchstfall nur ein Field Goal. Jetzt nehmen die Texans nochmal ein Timeout. 16 Sekunden vorm Ende. Und der geht rein. 14:3 aktuell. Und wenn dieser Kickoff jetzt nicht returned wird, wird es damit auch definitiv in die Halbzeit gehen. So ein Mist wie in der letzten Woche machen wir jetzt nicht nochmal vom Ende. Im Höchstfall vielleicht nochmal einen Lauf. Ja, einen Lauf machen wir jetzt nochmal. Das geben wir Chris Carson, hoffen, dass er ihn nicht fummelt. Das wäre ärgerlich, aber Ball werfen tun wir nicht. Schön ist es. Und bam. Da gab es den Lauf und dann geht's ab in die Halbzeit. So we've come upon halftime with the visiting Seahawks. They're out in front. As we send you on over to Orlando for Jonathan Coachman at our EA Sports Halftime Report. Take it away, Coach. All right, Brandon, we'll get back to you and Charles in a bit. First, let's get to some of these scores around the NFL here in a busy Week 14. We'll get started up at Paul Brown Stadium in Cincinnati. And it's the 49ers who are out in front with that game closing in on halftime. Deebo Samuel, a touchdown reception. From there, it's over to our nation's capital to check on the football team at home at FedEx Field. And you can see they trail the visiting Cowboys. 2 touchdown passes there for Dak Prescott. Finally, let's get to the country music capital of the world and see what's happening with the Titans at home in Nashville. And they trail in that one as it's the visiting Jags who are out in front. Laviska Shenault, a touchdown reception. Continuing on, here's a look at the next-gen stats in that first half. And despite the big lead, they really did next to nothing throwing the football, at least in terms of yardage. We'll see how aggressive they want to be going forward. Meanwhile, for the Texans, they too have found passing lanes to be hard to come by so far. As you see by the numbers, they'll need to figure that out in the second half. So. Wir gehen auf die Inside Runs und versuchen die Medium-Pässe zu stoppen bei Houston. Also wir gehen dieselbe Herangehensweise bei den Medium-Pässen wie gegen die 49ers. Versuchen damit dann auch jetzt beides weiterhin aus dem Spiel zu nehmen. Und selbst ein bisschen mehr Läufe, denn wir haben den Vorsprung aktuell auf unserer Seite. The Texans getting ready to go here to begin the third quarter. And right out of the gate, they face what you'd think could be a pretty important drive. I would say so. You know, they're down 2 scores. That's not the So, end of the Deshaun world. Watson ist auf dem Feld. Und jetzt Verteidigung. Let's go. You can't have 3 and outs and expect to get that done. Watson, a little touch pass on the jet sweep. Und da ist Jamal Adams mit dem Tackle. 2. und 1. Wir nehmen uns Bobby Wagner. Hoffen nicht, dass es einen Lauf gibt. Es gibt einen Lauf. Und den können wir dahinter halten mit Bobby. 3. und Inches. Wir nehmen uns Bobby Wagner. Und jetzt kein neues First Down. Ah, da war Orden war aufgehalten. Sonst wären wir durch gewesen mit Bobby und hätten den Lauf stoppen können. Und das war ein guter Lauf sogar.
von den Texans. Just looked like absolute confusion defensively. Not sure why. Oh, und da verpassen wir das Tackle. Aber sind mit Dicks da. And he is tackled inside the 40, not quite to the 35. Und das Laufspiel funktioniert aktuell gerade besser bei den Texans. Das gefällt mir überhaupt nicht. Here's Watson. He's gonna air one out. Und das wäre die nächste Interception. Ärgerlich. Jetzt aber. Und da ist Barton und Ragnar. Beide, die Johnson aufhalten. Sometimes it's hard to take your eyes off this guy at the linebacker position. He can really cover some ground, and he did there to make that play. Yeah, this defense as a whole has really been flying to the football all game long. They have not allowed too much of anything, and here's another example. A great play there to get in and disrupt it before it could get going. At his top speed, according to next-gen stats, well, really, it's ridiculous. Jetzt sind wir beim 3. und 3. 22.6 miles per hour. Watson on third down. Dancing to his left. Oh, und da kommt Elwoods nicht mehr dran und das Tackle sitzt auch nicht. Doof. We just saw a nice example of why teams often bring in baseball guys to teach quarterbacks how to slide in key situations. You want to protect your franchise guy. Make sure he doesn't get hurt. He did exactly that on that play. A perfect slide to avoid the big hit and pick up a first down. Still in search of their first touchdown of the game, but they're on the move. 1st and 10. Wir nehmen uns Barton. Watson gonna keep it again. Ah, und ich bin auf den Fake reingefallen und da ist Watson. Ah, ich dachte, er übergibt den Ball. Das hat Deshaun Watson nicht gemacht und da ist der Touchdown für die Texans. Schöner Angriff. Wirklich, wirklich schöner Angriff. Ah, das ärgert mich. Weil das war unnötig. Eigentlich. Aber okay. Gehört dazu. Und jetzt gehen sie auf die 2-Point, das ist natürlich klar. Ah, und der kommt auch an. Damit 14-11. Und so schnell kann man wieder dran sein. Ärgerlich. Aber wir geben das Spiel nicht außer Hand. Wir waren bisher die bessere Mannschaft. Also werden wir das auch weiterhin hinkriegen. Da bin ich der festen Überzeugung. Also wirklich der allerfesten Überzeugung, dass wir das hinkriegen werden. Now we'll see what this Seahawks offense has in store with their first possession of the second half. And maybe some renewed pressure on this unit following the touchdown a moment ago. It's back to a one-score game. And because of that pressure, because it's now a one-score game, so, wir müssen es jetzt nur ordentlich angehen und wir fangen es erstmal mit einem... Lieber kein Jet Sweep. Wir machen lieber... So. Da geben wir Chris Carson den Ball. Maybe I'm wrong, but it looked like even if he had opted to keep that, I don't think there was going to be nicht. much to gain. Seemed like it was perfectly defense, and know what they say? Those guys on the other side, they get paid too. So. Now Wilson. Den hat Everett. Oh, und da ist er fast bei einem neuen First Down. Dritter und Inches.
would have meant that there was an incompletion and would have picked it off. Okay, so they gave up Zack. the completion. But I really Und enjoyed erstmal unseren watching how the Gameplan defense stayed in sync, ausnutzen und stayed ein in neues great First Down holen. communication. And as he dragged across each Mit zone, Chris you see him Carson. pointing, communicating. There he is, and they passed him off to each defender. Ended up making a nice play, even though it was complete. Chris Carson mit dem nächsten Lauf. Now it's Carson. Der war Okay. okay. It'll be second down. Tough day, tough sledding right there, and it's been that way the Zweiter entire und game. 7. Not a whole lot of room to ramble for him. Yeah, you're right. It's been that way all afternoon. Didn't get a whole lot better there. Now a toss left side Das into the hands of Everett. his tight end. That throw Dritter good for only a und couple. 5. It brings up third down. And let's face it, you can put any Halloween costume on him. You're not going to be able to disguise him because for a tight end of his size, difficult to sneak him anywhere, but that's what they tried to do. Lined up on his right, tried to work his way back to his left, but just a minimal gain as the defense Okay, was able to react quickly. gehen wir auf die Slant. Throwing is Wilson. Und der ist Looking doof. for Lockett, and it's intercepted. Das ist die Interception und And they will score Pick 6. a Das pick gibt's nicht. six for the Texans TD. Charles, I'm looking at Und you. damit sind wir beim Understandably, 14:17. open and disbelief. What were they thinking? That's going to be one of the Ei, great der war mysteries, doof. but I do know this. When they went out on offense, I will guarantee they told them, don't just make anticipatory throws. Make sure you see unnötig. it before you throw it. Didn't happen here. Trying to protect that lead, and now they gave it up. Extra point by Fairbairn, up and good. And that will make this a 4-point game. Weil wir waren eigentlich die klar bessere Mannschaft. Und das ärgert mich halt daran. So they throw the pick six, they'll get another shot. Ah, Mann. As this one's in the air. Und somit sind es 4 Punkte Rückstand. And this is going to be returned from the middle of the end zone. And he'll be stopped right around where he would have been had he gone down to a knee. Und jetzt Maybe a müssten yard wir, shy there at the 24. um ehrlich zu sein, auch einen Touchdown und einen Two-Point machen, wie die Texans vorhin. On offense. And they gave up the pick six, and now they'll be looking to right the ship here. Now, as a quarterback, are you a little more cautious this go So. around? You should be, just because after what you gave up, but you can't be so cautious as to just really take things in, and now you're not going to play loose enough to give your team a chance to score. But you still have to be careful because those defensive guys, I know the reputation defense guys Und can't das catch. ist ein neues First Down All für evidence to Chris the contrary in Carson. that last possession, though. Schön. 51 yards rushing for him now as he's run it 11 times. So from the 36 now, first and 10. So, After he cleared the line erster of und 10. scrimmage, nice little hole developed. Yeah, he got great blocking right there at the start. But how about his vision, finding the open space? Und den hat Lockett. Right along the sideline. What a Schönes good Ding, cover to Tyler toss Lockett. inbounds there. A big connection Whew. on that one. 37 yards. We see this happen so often. If you're a defender, it's like watching a bad movie over and over. The pressure's Schönes Ding. good, forcing the quarterback out of the pocket. But it's a lot to ask for these defenders to stay plastered to receivers long enough. And sure enough, they let a man come open, and the connection So. leads to a big play. Das dritte Quarter ist auch vorbei. For this Und third jetzt quarter of müssen wir action. wieder ein bisschen mehr Power kriegen im Game. So wie gerade jetzt dieser Drive läuft, so müssen wir ihn auch gut beenden. Weil das brauchen wir jetzt definitiv. Well, throw on first down with Wilson. Got an open man, it's Ruggs. Den hat And Ruggs, he'll be schönes tackled Ding. at the 23 after a gain of 3. So, Second and 2. und 6. 7. Oh, scratch that. Second and 7. From the shotgun, Wilson. Looking for Ruggs Und again, das and neues he's got First him Down, again. Henry Ruggs. And he's going to be taken down with another first down as the stop's made Schön. at the Texans' 13-yard line. And here we are in the fourth quarter, partner, and watch them drive for what would be a go-ahead touchdown. And you and I both know this is where you need a quarterback who can keep his cool back there. Not just for Schön, himself, Chris but to Carson. keep the rest of the team relaxed too. 5 mit yards is 2. the tally und on first 5. down. That brings up second and 5. You Für know what really uns. fires up offensive linemen? When the guy that is carrying the ball behind them can create his own space So. and break a tackle along the way. The first down run got 5. Here's second and 5.
Und den hat DK Metcalf. Touchdown. So schnell geht das. Schönes Ding. Plenty of scoring here of late, and our lead changes hands now in the fourth quarter. Yeah, they just gave up a touchdown the other end, so they knew that with time wir nehmen erstmal den they PAT. had to put something together here, and they were able to do so and retake the lead right back. Lieber erstmal auf Nummer sicher gehen. 21:18. Klar, sie können damit ausgleichen, wenn sie ein Field Goal machen, aber ich vertraue der Defense. Ich vertraue der Defense, dass sie das hinkriegt. Ein Signal in Richtung Defense setzen, dass wir ihr immer noch vertrauen und sie besser ist als die Offense der Texans. And there will not be a return here. It's a touchback, and it'll come out to the 25-yard line. And as this offense makes their way back out, it's AFC playoff race time as we give you a look. And they will be looking to answer the touchdown their defense just surrendered. So. Still a good chunk of time remaining here in the fourth quarter, and a chance to regain the lead in a tight one. Watson will bring up the Texans here, 1st and 10. Jetzt versuchen wir, Watson zu stoppen. Watson, a little touch pass on the jet sweep. And up to the 35 before they're able to knock him down. Give him 10 yards there, and So schon mal nicht. the football, he's going to have a first down. Just a simple tap pass, but it pays off in a big way. And sometimes the simple stuff So, causes the most problems for a defense because there's a breakdown in communication there. When that receiver goes, Und da waren wir durch und ich krieg den Stopp nicht. someone either has to go with him or he has to be passed on to Das ist another doof. defender. Somehow they didn't get that communicated Ah, das and war it turned richtig into doof. a nice play. 2002. On second down, Johnson. Und das ist And he'll neues be First taken Down. down at the 46-yard line. Here we go. Here we go. Here we go. So, Jungs. Kommt. Stoppen wir sie. Stoppen wir sie. On first down, Watson. Throwing the out Da kriegt Watson noch mal mit. And he's able to take it across midfield before going out of Hätte auch bounds. Roughing the Passer werden können, aber Brings up second down. jetzt müssen wir so ein bisschen das Risiko eingehen. They defer to White out of the shotgun. And he's Der Lauf wird immediately nix. there. Der wird They'll nix. say no gain on the play there. John Now it'll be Brooks. third down. Mit dem As Stopp. usual, the hallmark of a good run defense, linebackers making plays near the line of scrimmage. Absolutely nowhere to run there. So. Watson now to throw. That's going to be complete to his tight end, Akins. Wind up moving the chains again as the tackle's going to be made at the Seahawks' 31-yard line. And that's well executed there on third down, and I love the confidence that they had. Gerade Their tight end wird's try and find some space in the middle of the unangenehm. field, right in their quarterback's line of vision. And QBs Weil love to irgendwie make alles that bei easy throw, Houston and they hooked klappt up there und bei for a uns first in down. der Defense, was vorher geklappt hat, nicht. Den hat Amendola. Now on second and a yard. They go with White on the counter. Und da And sind forget Wagner. about finding a lane. He barely had time Und to Elwoods get wäre da auch before he was gewesen, planted in aber the Bobby backfield. mit It'll dem be a loss of Tackle. a full 3 yards there, and it also brings Damit up third down. Dritter und 4 Less than und die 2 to play 2-Minute with just a Warning. field goal separating these two sides. Jetzt angeschlagen. Jetzt So wird's it's eng. Texans football as we welcome you back. This will be the 8th play of the drive here. 3rd and 4. So. Watson. He's going to take a shot for the end zone. Und der geht nicht. That'll be incomplete. Der ist weg. Well, they weren't Und das scared ist nur ein to let Field it Goal. fly, but it falls to the ground and brings up 4th down. The kick by Fairbairn is good. Und jetzt unentschieden und der letzte Drive auf unserer Seite. So, Offense.
Wilson, let's go. Zeigen wir, wer hier das bessere Team ist. Wir müssen einfach zeigen, dass dieses Comeback nur reine Glückssache war. Und das kriegen wir, glaube ich, hin. Und da ist DK Metcalf. Schön. That what he saw in coverages last time is exactly what he's going to get again. He's got to play ahead and start thinking to himself, okay, we just did that. What are they going to take away now? What do we go to as a counter and continue to encourage his offensive line to continue to give him time? They were really good on the last drive. And nothing much materializing there on the first down Und das Injury Timeout. Und das hilft uns, weil damit sparen wir einen Timeout. Damit sparen wir einen Touchdown auf jeden Fall. So. Dann machen wir so. Hinten rechts der Defender, der macht mir ein paar Sorgen. Darum laufen wir den Ball mit Chris Carson. Und nutzen das erste Timeout. Na, jetzt müssen wir uns beständig nach vorne arbeiten. Nicht hektisch, sondern nach und nach. Ja, es könnte eng werden, aber wir machen es jetzt einfach. Und da ist Henry Ruggs weg. Schön. Und neues First Down. An excellent run there coming from out wide. And we used to consider these jet sweeps to be gadget plays or something a little bit unusual, right? But now most teams have some version of this play in their playbook. And I think it's a lot because of the receivers that are being developed nowadays. These guys look like running backs. And he can't get a throw away. He's taken down. Wilson trying to urge his guys to go faster and get set at the line. Throwing now is Wilson. Der ist gut zu Wilson. Zu Ruggs von Wilson. As the clock will stop with 33 seconds remaining. 3. und 9. Was machen wir jetzt, um First Down zu kriegen? From here, it would be a 45-yard field goal attempt, certainly in range, but they'll look for more yardage on third down. Now Wilson. That's complete to Disley, the tight end. And able to break one tackle, but then quickly brought down. But a nice little game. Und jetzt sollten wir das... Call the second of their 3 timeouts. As they'll stop it with 25 ticks remaining on the clock. Das gebe ich denen nicht. Tie game, 4th quarter, and they're going for this thing on 4. und 1. Let's go, Chris Carson. Und das ist das neue First Down, sogar noch mehr. Chris Carson. Und wir nehmen das Timeout. Ja. Field Goal. Unit ist auf dem Feld. Jetzt werden wir geeist. Aber aus der Entfernung sollten wir das eigentlich hinbekommen. Und der ist drinne. 24, 21. Der Sieg für uns. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Und hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also habe ich nichts gegen solche Spiele. Definitiv nicht. Sind ein bisschen sehr spannend, muss ich sagen, aber ich will mich nicht beschweren. Da will ich mich mal lieber nicht beschweren, ne? So for the Seahawks, it's a 10th win on the year as they move to 10-3, and they'll have another road date next week. Dann gehen wir mal weiter.
So, alles gesehen. Weiter. Und dann gehen wir nochmal eine Woche vor. Da Advanced Week, Next Week. Und damit sind wir 10-3 gegen die 9-4 Rams. Wir bleiben weiterhin gegen die Rams aktuell in der Wildcard. 49ers sind jetzt drin. Die haben es reingeschafft aktuell in die Wildcard. Also 3 Teams von uns dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. Und dann das nächste Top-Division-Duell gegen die LA Rams. Und bis dahin eine schöne Woche euch noch. Und ciao.